Servus Leute, heute bin ich beim Spiel Borussia Dortmund gegen Manchester City. Für euch bin ich hier im Stadion und werde mir mal dieses Topspiel anschauen. Es wird um Platz 1 gehen. City hat das Hinspiel 2-1 gewonnen. Dortmund hat sich eigentlich sehr gut geschlagen, war eigentlich auf der Siegesstraße. Ich bin mal gespannt, wie es heute wird im Signal Iduna Park und ich werde euch auf die Reise mitnehmen. Also, jetzt kommt's Einchecken im Hotel. Erster Eindruck ist okay. Sieht eigentlich ganz okay aus. Ventilator am Start. Okay. Draußen. Hier raucht noch keiner sein Crack. Okay. Das Bad sollte jetzt nicht voller Haare oder so sein. Okay, passt. Ja, ist in Ordnung. Ich habe es am Bahnhof genommen. Ich wollte mir da auch jetzt echt keinen Kopf machen. Habe es ein bisschen günstiger genommen. Werde dann von hier kurz einen kleinen Stop machen und fahre dann um 2:20 Uhr mit BlaBlaCar, also mit jemand Privates hoch, den ich nicht kenne, das ich zum ersten Mal gemacht habe. Frag mich nicht warum, ich mache das jetzt einfach mal so, keine Ahnung, weil ich mir dachte, so was soll ich denn oben in Dortmund nach dem Spiel übernachten? Ich meine, deswegen habe ich gedacht, komm, ich fahre hoch nach Dortmund und fahre dann wieder zurück mit einer Person, schau mir das Spiel oben an, Dortmund City, komme ich heute um 2 Uhr nachts an, kann hier mich ausruhen und dann bin ich in Frankfurt und dann bin ich eigentlich wieder so, dass ich sagen kann, ich gucke Frankfurt an und mache von hier auch dann gleich mit dem Zug in einer Stunde wieder in Stuttgart. Deswegen habe ich gedacht, ich übernachte in Frankfurt und nicht oben in Dortmund. Oben gesehen von Stuttgart, klar. Jetzt schauen wir noch, was die Minibar so zu bieten hat. Pepsi, Wasser, Bier, Orangensaft, wahrscheinlich stilles Wasser. Ja, okay, nichts Besonderes, aber ich glaube, er hat gemeint, die ist auch umsonst. Geht. Alles schön aus Gold. Gefällt mir. Also, ich bin jetzt hier vom Lidl wie abgemacht mit meinem BlaBlaCar. Jetzt warte ich auf den. 14:20 Uhr. Wir haben jetzt 14:10 Uhr. Ja, ich hoffe, dass der jetzt bald kommt. Wir sind jetzt hier in Frankfurt in der Goldsteinstraße. Jetzt mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie die Fahrt wird. So, ich habe heute das Glück, im Stadion zu sein. 81.365 Plätze bietet das Signal Iduna Park an. Auf der gelben Wand werden, glaube ich, ca. 21.000 Zuschauer sein. Ich weiß nicht, wie es bei den Champions League Regularien sind, da sind es immer ein bisschen weniger. Aber ich habe richtig Bock drauf. Und ich habe mir extra einen Sitzplatz ausgesucht, dass ich auf die gelbe Wand schaue und nicht auf der gelben Wand bin, weil ich glaube, erstmal den Respekt sollte man immer gegenüber den Ultras haben, dass man da nicht aufnimmt und auf der anderen Seite einfach mal die gelbe Wand wackeln zu sehen und springen und alles wird schon mega sein. Aber jetzt, nach der langen Reise, habe ich erstmal richtig Hunger. Ich werde mir auf jeden Fall erstmal was zum Essen holen und ein schönes Bier. So, jetzt habe ich endlich mein Essen und mein Trinken. Doppelte Currywurst, ein Bierchen. 5,50 € für die doppelte Currywurst, ein Bierchen 3,50 €. Ist in Ordnung. Stadionpreise üblich. Hier spielen sie die ganze Zeit diesen Dudelsack. Ich muss ehrlich sagen, nach einer Weile geht es schon auf die Nerven, auch wenn es ein bisschen cool ist und halt anders. Aber boah, das ist die ganze Zeit halt vom Stadion halt sich rumtreiben und den Dudelsack zu hören, ich weiß nicht, also es geht schon irgendwie auf die Nerven. So, jetzt bevor es weitergeht, machen wir noch einen kurzen Real Talk. Ich habe, als ich den Trip hierher geplant habe, musste ich ein bisschen kreativ werden und ein bisschen umdenken. Und zwar geht es darum, dass, oh, ich sehe gerade in der Kamera, hier haben ein bisschen Currywurst am Bord. Okay, nee, also weiter geht's. Ich habe planen müssen und zwar ging es mir darum, wenn ich mit dem Zug hier hochfahre, müsste ich hier eine Nacht übernachten und dann zurückfahren. Und ich habe gesehen, schon Preise, dies, das, war ein bisschen kritisch geworden. Habe dann geschaut, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, BlaBlaCar. Und habe da gesehen, dass Privatpersonen dich einfach auf ihrer Fahrt mitnehmen. Du kannst dann irgendwo ein- und aussteigen. Das bieten die dann individuell an.
Okay, was habe ich gemacht? Ich habe gesehen, der eine fährt von Frankfurt nach von Frankfurt nach Dortmund. Dann habe ich gesagt, ja okay, wenn er von Frankfurt nach Dortmund auch zum Spiel will, weil das steht so in seiner Beschreibung, hin und zurück, dann könnt ihr schon hin und zurück fahren ohne Stress. Das heißt, ich muss nach Frankfurt kommen. Dann habe ich gesagt, ja okay, ich fahre nach Frankfurt, hole mir ein Hotel da, wie ihr gesehen habt schon. Und genau, und tu dann, wie heißt es, mit BlaBlaCar hochfahren, mir das Spiel alleine anschauen. In dem Sinne so, ich gehe jetzt alleine, habe hier meinen Spaß in Dortmund und danach fahre ich wieder mit dem zurück nach dem Spiel. Weil ich muss ehrlich sagen, Dortmund, vielleicht habe ich mich auch falsch informiert, aber ich glaube irgendwie hier in der Gegend, außer das Stadion und der Verein, würde mich jetzt nichts reißen. Vielleicht Gelsenkirchen, Ruhrpott, Essen, so da in die Richtung. Aber ja, ich dachte mir so, komm, ich komme hier hoch, fahre nach Frankfurt. Frankfurt habe ich auch noch nie gesehen und schau das mir da an. Deswegen habe ich gedacht, so ja, ich mache das mal mit BlaBlaCar, auch mal eine neue Erfahrung für mich. Und ja, ich war im Auto, habe auch keine Aufnahmen gemacht, weil ich saß zu 5 drin, hinterm Fahrer, bisschen eingeengt im Volvo. Ich zu 5 in dem Auto mit fremden Leuten und die wollen nicht aufgenommen werden, ganz einfach. Deswegen habe ich da jetzt von dem keine Videos gemacht, aber jetzt geht es einfach weiter. Jetzt unterhalte ich euch einfach mal mit dem Fußballspiel und ey, ich habe echt Bock drauf. Ich glaube, mit City werde ich Spieler sehen, die ich lange nicht sehen werde oder die vielleicht auch schon kurz vor dem Karriereende sind, weil der Kevin De Bruyne ist auch schon 31. Cancelo aus der Jugend von Benfica, für mich persönlich auch nochmal eine Angelegenheit mit Bernardo Silva, Ruben Dias, Ederson. Das sind alles Ex-Benfica-Spieler, da werde ich auch richtig Bock drauf haben. Und die sind jetzt auch alle so im oberen 20 Richtung 30 Jahre alt. Deswegen, ich habe Bock drauf und ich zeige es euch einfach jetzt mal, wie es weitergeht. Noch zum Ticket. Ich habe das Ticket echt bei eBay ersteigert. Ich hoffe, ich komme da rein. Deswegen gehe ich ein bisschen früher rein. Falls sie mich gerippt haben, in dem Sinne, dass ich noch eine Alternative habe und schnell noch ein Ticket finde und es dann im Nachhinein anfechte und so. Deswegen muss ich jetzt auch, ich glaube, ich gehe so in der nächsten halben Stunde rein. Also so 2 Stunden vor Spielbeginn. Um einfach mal so ein bisschen auch auf der sicheren Seite zu sein, sage ich jetzt mal. Weil, keine Ahnung, nachher ist das Ticket nicht gültig und was soll ich dann machen? Weißt du, dann muss ich jetzt erstmal nach einem Ticket suchen, beispielsweise, wenn das jetzt passiert. Deswegen, ja, ich gucke, dass ich bei Zeiten reinkomme. Und ich habe auch gehört, dass im Stadion Bier mit Alkohol ist, also ich knock mich aus. Und ja, gucken wir mal, was einfach der Abend bringt. Also nach einer easy Taschenkontrolle bin ich reingekommen. Ticket war alles legal. Also bin ich schon mal hier jetzt erleichtert. Jetzt haben die hier eiskalten Dönerstand. Aber ich habe jetzt echt schon genug Currywurst gegessen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da mache. Hi guys, are you the first time in a way in the other country for Manchester City? Not for me, first time for me. First time? And only for the City game or you visit Germany for you? Many times. Many times? Man City and Wales. Okay. And your favorite player in City? Me, De Bruyne. De Bruyne? And for you? Okay. I come from Portugal and my favorite team is Benfica Lisbon. And in the city they have many players from the school from Benfica Lisbon. It's Ruben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, Ederson. Which your favorite player from their players? Ruben Dias. Ruben Dias? Bernardo Silva. Okay, thank you very much. Also ich merke immer wieder aufs Neue, wie es für mich schwer ist, Videos zu machen und alleine zu sein und zu sprechen. Aber ja, ich gebe mir Mühe und ich glaube, ihr merkt auch meine Nervosität an, aber ich hoffe, es unterhält euch.
sogar El Capitano. Fazit erster Halbzeit. Klassisches 0-0. Keine wirklich hundertprozentige, vielleicht die eine Chance von Moukoko. Aber sonst viel Mittelfeldgeplänkel. Meine persönliche Vermutung wird einfach sein, wenn BVB es schafft, 90 Minuten konstant so zu verteidigen, bleibt die 0, sonst City wird eiskaltes 1-0 machen. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, daran wird es liegen, wie konstant die Abwehr von BVB arbeiten wird. Und City, die lassen es wie ein Trainingsspiel laufen. Jetzt gucken wir mal, was die zweite Halbzeit bringt. Und auf die gelbe Wand zu schauen, ich weiß nicht, ob das in den Videos so rüberkommt, also auf den Ausschnitten, aber schon brutal, brutal, Wahnsinn. Alter, geil, Mann. Fazit zum Spiel. City hat nicht mal mit Kevin De Bruyne angefangen, hat Haaland zur Halbzeit rausgeholt, Cancelo zur Halbzeit rausgeholt, bester Mann eigentlich in der ersten Hälfte, verschießt Elfmeter und spielt dann ab der 70. Minute schön auf Ballbesitz. Schön auf Zeit, Ballbesitz, so alibimäßig, das kotzt mich an. Deswegen mag ich Peps Fußball nicht. Deswegen war ich auch damals, obwohl Messi mit Xavi, Iniesta eigentlich die Zeit geprägt haben, eigentlich nie so der Fan von denen. Heute, klar, in Light-Version, aber das war nicht meins. Das hat mir einfach nicht gefallen. 0-0, passt. So, ich bin jetzt mit dem BlaBlaCar von Dortmund nach Frankfurt wieder zurückgefahren. Wir haben jetzt fast 3 Uhr morgens. Der hat mich wieder da rausgelassen, wo er mich abgeholt hat. Ich habe eigentlich gefragt, ob er mich vielleicht zum Bahnhof fährt. Das wären 8 Minuten Umweg. Er hat es eilig gehabt. Okay, jetzt bin ich hier wieder mit meinem E-Scooter am Frankfurter Main an der Brücke und bin gleich zu Hause. Also, Peace.